mal davon aus, dass alles so funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe. Dann weiß ich nicht. Und so, das weiß ich auch nicht mehr, dazu muss sowas passiert. Was ist, wenn ich den Typen noch aggressiver damit mache und der wieder auf mich zukommt? Weil du Haarbissen bist. Weil du nicht abhautest. Aber er kann mir ja hinterherlaufen. Macht er nicht. Wenn du einmal verteidigen kannst, kannst du auch noch einmal verteidigen. Nur keine Gegenreaktion gegen ihn. Guck, fass mich mal an. Mach nochmal. Es gibt doch verschiedene Techniken. Hallo, und hau ich ab inzwischen. Okay? Lieber genau den Sinn des Zweck, was du machst, und dann wird nun nie passieren. Wenn du einmal abwehren kannst, warum kann ich noch einmal abwehren? Und inzwischen kannst du doch abhauen. Okay? Weil du nicht denkst, abzuhauen ist. Das ist dein Problem. Es gibt viele Frauen, die sich normalerweise, man hätte sie auch nicht vergewaltigt. Aber man vergewaltigt sie und wird sie auch noch umbringen, weil sie wird, ohne zu wissen, wie man es wird. Und die Technik, die man sagt, natürlich würden die Leute, die sagen, eine Habstar und versucht zu werden, dann würde die Täter, Exempel statuieren und sagen, dann mache ich richtig. Du kannst alle Täter gucken, das sind typische Wirklichkeit passiert. Und wenn derjenige jemals gesagt, eine Selbstverteidigung nicht funktioniert, egal welche Technik, dann verrat er sich selbst, er hat keine Ahnung. Weil die entstehen, du kannst lernen, so perfekt Technik. In Praxis machst du total was anderes. Ich habe mit meinem eigenen Leib erlebt, plötzlich, ich schlage jemanden und er kippt um. Ich wusste noch nicht mal, welche Technik. Dann frage ich meinen Kollegen, ey, was habe ich gemacht? Ich habe nur gedreht und dann ist er umkippt. Zum Beispiel kommt jemand, kommt auf mich zu, vom Rücken, habe nicht gewusst, packt und stehe ich hier hoch. Und dann ist er umgekippt. Ich wusste nicht, was ich mache. Ich habe gelernt, natürlich, komm mal zu mir, wenn ich schlage, so stehe ich. Ich schlage ganz sauber. Und wenn was passiert, komm auf mich zu. Ist nicht sauber, aber es funktioniert. Das ist der Punkt, die man sagt, auch begründet, Reflexhandlung. Und du brauchst nur zu merken, Reflexhandlung ist Notwehrhandlung. Aber nicht dafür da, um ihn zu besiegen, sondern dafür da, um eine Flugmöglichkeit nicht zu verschaffen. Lass er doch. Lass er weitermachen, wie er das macht, bis zum eines Tages Richter urteilt, du bist der Menschen, die Gesellschaft nicht haben will. Dann wird man ihm aus dem Verkehr gezogen. Nicht deine Aufgabe. Dafür haben wir doch die ganze Einrichtung. Und der Kampfkunstschüler wird niemals, wenn richtig die Leute, die bewusst an Kämpfer, der kämpft nicht, weil er kämpfen kann. Er kämpft, weil es nicht anders geht. Okay? Wenn jemand sagt, du bist, keine Ahnung, gut, dann lass du mich bitte in Ruhe. Such du jemanden, die glaube besser als du. Ich bin sowieso schlechter als du. Und daher, wenn jemand jemals Paul Jut auffordert, Paul Jut wird nicht Kampf stehen. Stell dir mal vor, ein Duell. Was habe ich davon? Was habe ich davon? Ja. Wenn ich nicht kann, verliere ich. Aber trotzdem verletze ich. In den Kampf, wie ein Messer, ein Wasser gegenseitig schüttet. Und wenn gegenseitig geschüttet, beide wird nass. Aber ich frage, nur für eine Ego von irgendeiner bestätigt oder dementiert, muss ich meine körperliche Ungesundheit damit hinlegen. Was habe ich dafür? Was habe ich eigentlich nicht? Und das ist, nennt man bei uns eine Kämpfer, die denken können. Der Habstar wird immer Kampf auffordern. Ich wollte wissen, wie gut du bist. Dann mach doch, aber nicht mit uns. Wir haben Angst.
Okay? Aber wir können zeigen, was wir können. Wir lernen. Für uns. Wir müssen doch nicht sagen, wie gut wir sind, oder? Nur, bis heute bin ich unversehrt überlebt. Wie alte Tradition. Eine gute Krieger, eine gute Kämpfer, sie sind durch dem Alter gestorben. Und nicht Invalide. Okay? Und das möchte ich euch auch mitgeben an dem Punkt. Noch Fragen? Okay.